Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hört mich und ich hoffe, euch fliegen nicht die Ohren weg. Ich bin sehr gespannt, ob ihr überhaupt einen Unterschied merkt, aber ihr ahnt es schon, ich habe mal wieder am Technik-Setup gedreht unter der Woche und deshalb dachte ich, ich warne euch kurz vor. Hallo, guten Abend. Verratet mir gerne mal, ob ihr mich gut hören könnt. Hallo, Annette. Huhu. Hallöchen in der Kugelgruppentherapie, genauso ungefähr. Es geht heute ganz arg viel um die Kugeln. Ich habe nämlich die ganze letzte Woche Kugeln gebastelt, Mini-Kugeln, jede Menge Mini-Kugeln. Fun Fact gleich zum Anfang, ich habe wirklich die ganze Woche an diesem Mini-Kugel-Projekt gearbeitet und habe dann vorgestern, jedenfalls irgendwie nochmal eine normal große 8 cm Kugel zusammengebaut und ich dachte, was ist das denn für ein Riesenteil? Das ist ganz spannend, wie sich da die Perspektive verschiebt, wenn man eine Woche lang nur irgendwie mit Kleinkram gearbeitet hat. Der Ton ist top, super Tilly, das freut mich. Mein Ehemann hat auch die Aufgabe, nochmal reinzuhören. Der musste nämlich unter der Woche schon mal Tontest mit mir machen. Ich bin gespannt, ob der auch sagt, das ist in Ordnung, aber es müsste hoffentlich eigentlich in Ordnung sein. Das ist immer so spannend, wenn ich hier an diesem ganzen Setup schraube. Ich bin dann immer extrem gespannt, wie es hier dann auch funktioniert, ob alles in Ordnung ist. Ja, dass es bei euch nicht viel zu laut ankommt. Wir haben das letzte Mal einfach festgestellt, nach dem Stream hat mir mein Mann gesagt, irgendwie wäre ich im Vergleich zu den anderen so leise. Ja, hier Heidi schreibt auch schon, sie hört mich und es ist auch synchron. Sehr schön, prima. Dann sind wir doch schon mal darüber glücklich. Technik-Setup macht noch mit. Ich bin sehr gespannt, das ist nämlich auch wieder so eine kleine Feinheit. Ich zeichne hier das Kamerabild im Hintergrund auch auf. Also es wird nicht nur gestreamt, sondern auch aufgezeichnet mit anderem Audio. Alles immer diese kleinen Feinheiten, die einfach getestet und ausprobiert werden wollen. Okay, genug der Vorrede, genug zur Technik. Ich würde sagen, wir gucken uns gleich mal die Kugeln an. Haut auf jeden Fall eure Fragen rein, wenn Fragen sind. Ich habe noch nicht so den Bogen raus, das gleichzeitig zu machen mit dem Chat und hier rechts dem Zeigen, aber ich werde nachher auch nochmal versuchen, sonst mich einfach durchzuscrollen und zu gucken, eure Fragen auf jeden Fall zu beantworten. Das Kugelprojekt ist ziemlich ausgeufert und es ufert aktuell weiter aus. Das Ganze hat ja eigentlich alles angefangen mit der 8 cm Christbaumkugel ohne Kleben und dann sind die anderen zwei Größen dazugekommen, 6 und 10 cm. Ich zeige auch gleich nochmal den Größenvergleich. Und danach bin ich dann an dieses Mini-Kugelding dran gegangen und das ist nochmal eine ganz eigene Welt für sich. Aber ich dachte eben, ich erkläre das mal so ein bisschen, weil wir jetzt Basisprojekt Erweiterung und die Erweiterung zur Erweiterung haben. Also für die, die sich vielleicht schon gewundert haben, warum sie irgendwas nicht in den Warenkorb legen können, das wird sich dann heute hoffentlich alles sozusagen klären. Also falls da irgendwas danach immer noch unklar ist, wie gesagt, her mit euren Fragen fragt. Ich habe ganz viel mitgebracht. Ich habe auch Prototypen wieder dabei, um euch die Entstehung so ein bisschen zu erklären, um genau euch ein bisschen die Gedankengänge da hinten dran auch transparent zu machen. Was habe ich mir dabei gedacht? Warum ist es so, wie es ist? Was macht daran vielleicht total Sinn? Das heißt, ich nehme euch einfach schon mal so ein bisschen mit, auch zu diesen einzelnen Projekten. Danach, wenn wir einmal durchgesprochen haben, was jetzt gerade aktuell diese Woche alles so in den Shop gewandert ist, würde ich mir mit euch gerne angucken, woran ich noch arbeite. Ich habe noch ein paar Entwürfe dabei, die ihr online noch nicht gesehen habt. Ich habe ganz andere Projekte hier noch stehen, auch zum komplett Stecken ohne Kleben, was ich euch mal zeigen wollte. Ich habe einen allerersten Rohentwurf gemacht für einen Kugelständer, wirklich der allererste Rohentwurf, der gerade erst seit einer halben Stunde quasi von der Matte runter ist. Und ich habe ganz zum Schluss auch nochmal das Laserprojekt, das ich am Ende vom letzten Stream schon gezeigt habe. Da bin ich so 2 Schritte weiter und dachte, das zeige ich auch. Nur damit ihr so einen kurzen Abriss habt, was wir heute vorhaben. Es ist wieder relativ viel, aber es ist ja auch immer eine Woche Arbeit dazwischen und entsprechend habe ich dann doch immer so ein bisschen was ich Gott sei Dank zeigen kann. So ein paar Fortschritte mache ich ja in der Zwischenzeit. Ja, nochmal Hallo an alle, die da sind. Heidi, Sabine lese ich gerade, Petra, Anja, hallo, auch an Conny, Renate, Ines. Schön, dass ihr alle da seid. Sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich immer. Es macht so viel mehr Spaß mit euch, als wenn ich hier alleine stehen würde und Selbstgespräche führen müsste. Deshalb, ich bin sehr happy über jeden, der da ist. Hallo, Karin, zurück. Grüße nach Ungarn. Ich nehme an, du bist im Urlaub. So, ich schalte euch einmal um. Und wir starten mal hier mit den Kugeln. Das hier schieben wir mal noch ein bisschen aus dem Weg. Und zwar war meine erste Mission diese Woche, das hatte ich auch letzte Woche mit euch so abgesprochen, die Adventskalender-Zahlenerweiterung für
das Basiskugelprojekt. Das Basiskugelprojekt hat eigentlich angefangen mit einer Kugel, ne, in der Größe 8 cm. Das wäre jetzt diese Größe hier. Das war meine allererste Anlauf sozusagen und die habe ich dann mit dem Club gebastelt und habe dann daraus aber eben 3 Größen gemacht und die 3 Größen, ich drehe es euch um, dann könnt ihr es euch auch ohne Adventskalenderzahl nochmal vorstellen, die seht ihr jetzt einmal schon hier liegen. Hier ganz links die kleine, das sind die 6 cm, hier in der Mitte, das sind die 8 cm und hier rechts sind die 10 cm und das sind die 3 Kugelgrößen, die im Basisprojekt enthalten sind. Falls ihr euch wundert, warum ich vielleicht so einen Aufriss um diese unterschiedlichen Größen mache, das will ich auch noch mal ganz kurz erklären. Und zwar sind diese Größen nicht einfach nur skaliert, das heißt, ich habe jetzt nicht einfach die 8 größer skaliert, sodass es 10 sind, sondern ich habe auch immer noch die Steckschlitze hier mit bearbeitet, weil das eben ein Projekt ist, komplett ohne Kleben, das komplett nur eingehängt und eingesteckt wird, ist hier besonders wichtig, dass die Steckschlitze nicht zu breit sind, dass sie nicht zu schmal sind. Die Steckschlitze sollten also eigentlich an das Material, das man verwendet, angepasst sein. Soll heißen, egal ob ihr jetzt die 6, die 8 oder die 10 cm Kugel bastelt, die Steckschlitze sind in allen 3 Projekten gleich breit. Das wäre ja bei einfachem Skalieren der Projekte nicht der Fall. Also sie sind spezifisch für diese Größen angepasst. Und das eine, was ich jetzt direkt schon mal mache, bevor ich noch mehr zu den Adventskalenderzahlen sage, ich hole euch mal hier die Mini-Kugel mit ins Bild, einfach damit ihr mal seht, dass Mini wirklich Mini ist. Ich habe mich selbst am Anfang so ein bisschen erschrocken, weil wie gesagt hier links, ne, diese hier, das ist die 6 cm Kugel, das hier ist die 4 cm Kugel und eigentlich sind es nur 2 cm weniger, aber ihr seht vermutlich trotzdem, dass das Welten sind. Von 6 cm zu 2 cm, das ist nochmal ein Riesensprung. Auch da zu der Mini-Kugel, die übrigens dann auch wieder nur gekauft werden kann, wenn man dieses Basisprojekt hat. Das vielleicht auch so ein bisschen als Erklärung im Hintergrund. Warum ist das so? Weil in dieser Mini-Kugel die ganze Arbeit drin steckt, die schon in den großen Kugeln drin steckt. Es ist einfach nur eine weitere Zusatzgröße. Deshalb kann man diese Mini-Kugel auch nur kaufen, wenn man den Pack mit den großen Kugeln schon gekauft hat. Sonst hätte ich die Mini-Kugel einfach deutlich teurer in den Shop machen müssen, wenn sie als separates, unabhängiges Projekt in den Shop hätte wandern sollen. Und ich habe mir gedacht, das macht irgendwie keinen Sinn für alle, die sowieso schon hier das Basisset quasi gekauft haben. Deshalb gibt es die nur dann, wenn man hier das Basisset quasi mit den 3 anderen Größen auch kauft oder schon gekauft hat. Das prüft der Shop. Damit er das prüfen kann, müsst ihr natürlich im Shop übrigens in euer Kundenkonto eingeloggt sein. So, jetzt habt ihr die Größen einmal gesehen. Ich packe Mini nochmal zur Seite. Zu Mini kommen wir nochmal. Ich will nämlich auch zu den Adventskalenderzahlen noch ganz kurz was erklären. Und zwar habe ich versucht, hier 2 Wünsche zu kombinieren. Der eine Wunsch war eben die Möglichkeit, Zahlen unterzubringen. Und der andere Wunsch war irgendeine Art von Lasche, wo man das Ganze hier leichter anfassen kann, um die Kugel zu öffnen. Theoretisch kann man die Kugel einfach hier an jeder von diesen Seiten öffnen. Aber ich weiß natürlich auch, wie ich hinfassen muss und konnte durchaus das Argument verstehen, dass man sagt, ja, vielleicht auch wenn man wirklich einen Adventskalender auch für Kinder umsetzen will oder generell das an Leute verschenkt, die nicht wissen, dann ist es natürlich schon leichter, wenn man hier wirklich auch was hat, wo man anfassen kann. Deshalb haben wir hier einmal die Zahl als Ausschnitt und dann haben wir hier diese zusätzliche Greiflasche, die einfach nach vorne geklappt wird. Dadurch hat man hier auch nochmal so einen angedeuteten Kreis. Da habe ich direkt nachher noch eine Frage dazu, aber ich will nicht alles durcheinander bringen, deshalb machen wir erstmal mit den Zahlen weiter. Und ihr habt hier jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich habe hier die Zahl hinterlegt, weil man natürlich nicht will, dass man hier durchluppern kann, ne? Dass man hier vorher schon sieht, was in der Kugel drin ist. Wenn das eine Adventskalenderkugel ist, soll das ja vermutlich eine Überraschung sein. Ihr habt beim Hinterlegen mehrere Möglichkeiten. Und zwar seht ihr hier Möglichkeit Nummer 1, da habe ich die zweite Lage einfach hinten dran gesteckt. Aber ich habe mir gedacht, das ist vielleicht auch nicht für jeden so die ideale Lösung, weil wenn man hier vorne schon eine Greiflasche dran macht, dann will man vielleicht halt diese zweite Lage auch nicht noch manuell entfernen müssen. Deshalb habe ich hier noch eine alternative Umsetzung für euch auch vorgesehen schon bei den Adventskalenderzahlen. Und zwar seht ihr hier, wenn ich das Ganze öffne, öffnet es sich komplett. Das heißt, hier habe ich eine kleine Ausnahme gemacht, hier habe ich geklebt. Und zwar habe ich hier das goldene Papier einfach auf die Rückseite von dieser Zahlenlasche geklebt, damit es einfach gleich mit rauskommt, ne? Damit es einfach mit rausgeht, wenn ich das Ganze hier vorne einmal
rausnehme. Zum Kleben habe ich hier übrigens Kleberoller verwendet. Das ist, glaube ich, das eine, was ich euch wieder nicht verlinkt habe. Hier permanenten Kleberoller von DM. Das heißt, ich habe jetzt auch keine Wissenschaft gemacht und hier überall filigran Kleber aufgetragen, sondern ich habe einfach mit dem Kleberoller hier oben einen Streifen gerollt und hier unten einen Streifen gerollt und habe dann hier dieses Papier hinten dran geklebt, einfach nur um das zuzuhaben und eben einen Teil zu haben, dass man wirklich komplett rausnehmen kann. Und ihr seht es jetzt auch hier beim Einsetzen, dass das schon ganz komfortabel ist, wenn man das Ganze einfach hier an der Lasche anfassen kann. Ich habe euch bei der Adventskalender-Zahlen-Erweiterung, also für jede dieser 3 Größen, für die 6 cm, die 8 cm und die 10 cm, jeweils 24 Laschen entsprechend reingepackt mit den Zahlen von 1 bis 24. Auch hier wieder, ich habe euch das Ganze angepasst für die einzelnen Größen. Soll heißen, das ist von hier nach hier wieder nicht einfach skaliert, sondern ich habe die Zahlen für euch speziell angepasst. Und genau das wollte ich jetzt hier auch noch mal kurz erklären, was ich damit meine. Ich habe versucht, das im Shop in die Beschreibung zu schreiben, aber ich habe mir schwer getan, es in Worte zu fassen. Deshalb dachte ich, ich zeige es hier einfach noch mal. Ich habe hier bewusst die 24 einfach einmal genommen, weil die 4 schon ein gutes Beispiel dafür ist. Bei dieser Anpassung geht es um alle Zahlen, die hier in der Mitte nochmal so eine kleine Insel quasi haben. Also ein Teil, das rausfallen würde, wenn man da keine spezifische Verbindung zu dem Streifen drumherum schafft. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dieser Papiersteg hier, der dieses Teil hier in der 4 festhält. Und dieser Papiersteg, den habe ich entsprechend wieder angepasst bei allen 3 Kugelgrößen. Das heißt, der ist gleich breit bei der 6 cm Kugel, bei der 8 cm Kugel und bei der 10 cm Kugel. Das war mir wichtig, weil ich ihn sonst entweder hier hätte so fett machen müssen bei der 10 cm Variante, dass es ästhetisch einfach nicht schön aussieht, ne, damit, wenn man das Ganze kleiner skaliert, das dann auch hier auf der 6 cm Variante noch funktioniert. Und genau das wollte ich vermeiden. Das heißt, ich habe auch hier die einzelnen Zahlen wieder so bearbeitet, dass dieser Papiersteg hier, der in den Zahlen zum Teil benötigt wird, um dieses Mittelteil festzuhalten, in allen 3 Kugelgrößen gleich breit ist. War mir wichtig, weil man das Ganze ja hier auch so ein bisschen rund machen muss und weil es eine gewisse eigene Grundstabilität haben sollte. Deshalb auch hier im Download 3 Größenvarianten enthalten und der Tipp auch wirklich die Größenvarianten zu verwenden. Das heißt, nehmt wirklich die Erweiterung quasi, die Zahlenlaschen für die passende Größe, die ihr hier umsetzen wollt. So, ich glaube, das war das Wichtigste zu den Adventskalenderzahlen. Wie gesagt, einmal habt ihr die Möglichkeit, das unterschiedlich zu hinterlegen. Ihr habt auch die Möglichkeit, das können wir vielleicht gerade auch noch einmal zeigen, natürlich, ihr könnt auf die Hinterlegung auch verzichten. Die Frage ist halt so ein bisschen, was macht ihr innen rein? Und habt ihr sozusagen Sorge, es ist ja da drinnen dann relativ dunkel, dass man das durchsehen kann, oder habt ihr keine Sorge, dass man das durchsehen kann? Ihr könnt natürlich dieses Teil zum Hinterlegen auch komplett weglassen. Oder ihr könnt es jetzt wie hier gezeigt, einmal auf der Rückseite ankleben. Die Formen dafür sind auch im Download drin, weil ihr dann oben und unten keine Stecklasche habt, die ist überflüssig. Das ist einfach wirklich nur das Teil hier zum hinten dran kleben. Oder ihr könnt sie, wie ich es jetzt hier noch aktuell drin habe, eben einstecken. Ne? Also mehrere Möglichkeiten. Hier seht ihr wieder die Stecklasche. Ich denke, das sollte so das Wichtigste zu den Adventskalenderzahlen sein. Wundert euch jetzt bitte nicht, dass ich jetzt hier nicht gleich einen ganzen Stapel mit 3x24 Kugeln liegen habe. Soweit bin ich selber einfach noch nicht, aber ich möchte den dieses Jahr auch als Adventskalender basteln. Und ja, wenn es soweit ist, wenn ich das alles hinbekomme, dann zeige ich euch das Ganze auch auf jeden Fall nochmal. Okay, das war Thema Adventskalenderzahlen Anfang der Woche. Dann bin ich voll in das Thema mit den Mini-Kugeln eingestiegen. Und ich hole die jetzt gerade noch mal ran und erkläre auch da vielleicht so ein kleines bisschen, was hier anders ist, als man es vielleicht im ersten Moment vermuten würde. Auch hier ist es natürlich so, dass diese Mini-Kugel im Vergleich, hier ist übrigens die 8 cm, die doppelt so große, nicht einfach nur skaliert ist, sondern auch da habe ich zum Beispiel wieder die Steckschlitze angepasst. Ich habe aber nicht nur die Steckschlitze angepasst, ich habe auch die Laschen angepasst, weil mir wichtig war, dass es eben auch hier in Millimetern, in Totalzahlen eine gewisse Länge hat, dass es von der Machbarkeit her noch gut ist. Das heißt, im Vergleich sind die, wenn man die vergleicht, sind hier die Laschen eigentlich länger als hier. Aber dadurch, dass das Ganze, klar, also ist nicht ganz richtig formuliert, würde ich diesen Streifen auf die gleiche Größe skalieren wie den hier bei der 8 cm Kugel, also 200%, dann wäre die Lasche hier oben länger als bei der Variante, weil ich bei den kleinen Kugeln diese Laschen angepasst habe. In der Länge, auch die Stecklaschen hier innen drin in der Breite, einfach um die Machbarkeit wirklich deutlich zu verbessern.
Das ist die Mini-Kugel als solche und die Mini-Kugel dient als eigenes Basisprojekt für eigene Dekore. Auch das ist wieder wichtig. Ich zeige euch jetzt mal hier die Dekore, weil die Deko-Variante, die ich für die ursprünglich 8 cm entwickelt habe, die kann ich nicht einfach kleiner skalieren und kann sie hier drauf machen. Das funktioniert nicht. Das wird zu filigran, das wird zu winzig. Deshalb habe ich für die Mini-Variante eigene Dekore entwickelt und die zeige ich euch jetzt hier auch. Zuerst, wir fangen mit denen an, die schon im Shop sind. Ich zeige euch nachher auch noch, woran ich noch gearbeitet habe. Aber ich zeige erstmal das, was schon im Shop drin ist, damit es da keine Verwirrung gibt. Und zwar habe ich einmal hier diese Deko-Variante, angelehnt natürlich an die große Variante, damit das Ganze gut zusammenpasst. Das heißt, man hat hier einmal wieder ein Sternchen und man hat auch wieder Schnörkel dran. Und die von euch, die die große Version kennen, ich kann sie gerade hier nochmal ranholen, die werden schon gleich sehen, dass es ein paar Details weniger sind, ne? Sind eindeutig ein paar Details weniger, weil ich das sonst auf diese kleine Kugel nicht draufbringen würde. Deshalb war da auch einfach die Notwendigkeit da ein eigenes Dekor dafür zu entwickeln. Ich habe hier zusätzlich gezeichnet, in diesem Fall mit dem Foilquill. Da habe ich jetzt einmal mit dem Foilquill diese Folierung drauf gemacht. Ich zeige euch das Ganze aber auch ohne Zeichnung. Ihr findet auch beides im Download. Das heißt, ich habe euch einmal in den Download gepackt, das Ganze mit Zeichnung. Die Zeichenlinien sind aber natürlich optional. Das heißt, ich wechsle noch einmal. Ihr könnt das Ganze auch ohne Zeichnung umsetzen. Ich kann sie euch eigentlich beide mal hinhalten. Ich finde immer total spannend, wie unterschiedlich das wirkt, je nachdem, ob man da jetzt eine Zeichnung drauf macht oder ob man keine Zeichnung drauf macht. Wenn ihr die nachher irgendwie wirklich aufhängt, ist das schon fast wieder wie zwei unterschiedliche Kugeln. So, ich lese noch mal ganz kurz. Ich lese noch mal ganz kurz über eure Kommentare. Ich habe nämlich das Gefühl, ich verpasse hier gerade wieder alles. Sorry, ihr Lieben, ich bin gleich wieder aktiv da. Ja, ich lese nur gerade, Caroline, man braucht ein gutes Messer bei der Sternversion. Ja, braucht ihr auf jeden Fall, ne? Weil die Sachen hier wirklich schon klein sind. Ihr braucht auf jeden Fall ein gutes Messer dafür. Ich habe auch hier materialtechnisch noch einen Tipp für euch. Und zwar benutze ich wirklich hier für diese Außenseite, die man hier rot sieht, meinen ganz normalen Tonkarton. Und das goldene Papier, das ich hier zum Hinterlegen verwendet habe, das ist dünnes Papier. Ich weiß die Grammatur gerade wieder selbst nicht auswendig. Ich glaube 120 Gramm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe euch das dünne Goldpapier aber auch am Video verlinkt. Und hier außen quasi die tragende Konstruktion mit dem Aufhänger hier oben, das ist 210 Gramm Goldpapier. Das ist aber beides vom gleichen Hersteller. Deshalb sieht es gleich aus. Es hat die gleiche Farbe. Aber hier zum Hinterlegen reicht dünneres Papier völlig aus. Dann geht das Ganze auch ein bisschen leichter rein. Also das hier ist die eine Version und ich habe das so gemacht bei den Minikugeln für euch, dass ihr da anstatt eines Motivs 2 Motive im Download habt, die zueinander passen, einfach weil, wie gesagt, ja hier das Sternchen so ein bisschen schlichter ist. Und ich zeige euch mal noch die zweite Motivvariante dazu, einfach dazu passend, auch mit Sternchen in der Mitte. Und in dem Fall aber ohne Schnörkel. Ne? Ich habe hier einfach einen Kreisausschnitt gesetzt und das Sternchen in die Mitte. Und dann habe ich hier außen diese Linien wieder mit dem Foilquill aufgezeichnet. Einfach um noch so ein bisschen optisch Struktur in das Papier reinzubringen. Das hat mir ganz gut gefallen und ich zeige euch auch dazu wieder die Variante ohne Zeichnung. Und ich mag das total, das zu kombinieren, ohne Zeichnung und mit Zeichnung. Auch da wieder, ich finde die Wirkung echt krass, finde ich. Ich bin immer wieder fasziniert, was das für einen Unterschied macht, ne? Ob man jetzt die Zeichenlinie drauf hat oder ob man die Zeichenlinie nicht drauf hat. Das ist einmal die Rot-Gold-Kombi und ich zeige euch das Ganze jetzt auch gleich nochmal in Weiß-Gold. So. Habe ich jetzt hier auch nochmal mit den Zeichenlinien drauf, damit ihr das mit dem Dekor gesehen habt. Und dann wird es ganz spannend, dann gehen wir nämlich ans Thema Beleuchtung bei den kleinen Kugeln. Ich hoffe, ihr könnt es hier einigermaßen sehen und ich hoffe, die Kamera stellt euch das auch schön scharf. Ne, das ist jetzt nochmal die Version Weiß-Gold. Hier hat die Folierung nicht ganz perfekt zentriert geklappt, finde ich aber auch keinen Riesenbeinbruch. Sieht, finde ich, trotzdem ganz, ganz schick aus. Und das macht hier halt auch echt was, ne? Also ich finde, das Folieren macht hier echt einen Unterschied.
Ich lese gerade meinen Mann sehr gut. Der macht mal einen guten Admin-Job, nämlich den Reminder. Ich habe immer noch keine schöne Grafik, die Bing und Bling macht. Kurze Erinnerung, wenn ihr bei Facebook seid, macht mal Daumen hoch. Und wenn ihr bei YouTube seid, klickt auch gerne gefällt mir bzw. abonnieren, wenn ihr in Zukunft die Videos auch sehen und nichts verpassen wollt. So, die Werbung mache ich nachher auch nochmal, wenn ich brav vor der Kamera stehe. Okay, also das hier ist die Motivgeschichte. Wir haben gesehen Mini-Kugel und wir haben gesehen spezielle Motive für die Mini-Kugel. Damit ihr diese Mini-Motive kaufen könnt, müsst ihr die Mini-Kugel gekauft haben. Das ist quasi, das hier ist wieder die Erweiterung hierzu. Ich hoffe, dass mit diesen Erweiterungen im Shop, das ist einigermaßen verständlich. Ich habe versucht, das auch ordentlich hinzuschreiben, aber diese kleine Kugel heißt nicht selbst schon Erweiterung, weil das wäre sonst schon die Erweiterung zur Erweiterung. Aber ich hoffe, so wird es sozusagen nachvollziehbar, dass man, um diese kleine Mini-Kugel kaufen zu können, braucht man das Kugelset mit den 3 Größen, die ich am Anfang gezeigt habe. Und um die Erweiterung zur Mini-Kugel kaufen zu können, braucht ihr die Mini-Kugel. Also so setzt sich das fort. Im Endeffekt chronologisch auch genauso, wie ich das Ganze entwickelt habe. Jetzt kommt der nächste Spaß, und zwar das Thema Beleuchtung für diese mini kleinen Kugeln. Nochmal als kleinen Reminder: Bei der größeren Kugelvariante haben wir hier diese einzelnen LED-Teelichter eingesetzt in der Mitte. Aber wenn ich euch das hier nebeneinander halte, dann seht ihr schon, dass ich hier dieses große Licht, groß in Anführungszeichen, das hat einen Durchmesser von 3 cm, das kriege ich in diese Kugel nicht rein. Überhaupt keine Chance. Deshalb haben wir uns hier was anderes überlegt und haben hier mit Lichterkette beleuchtet. Das ist dann die Beleuchtungserweiterung für die kleine Mini-Kugel. Ich zeige euch erstmal die fertige Variante, oder? Und dann erzähle ich ganz kurz was zur Machart. Ich lese gerade Maikas Frage, wie es mit einem Set mit allen 4 Größen wäre. Ja, Maika, habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, habe ich aber deshalb nicht gemacht, weil so viele schon das Basisset hatten. Und dann wird es wieder verwirrend, welches Set braucht man dann sozusagen. So, wartet mal, ich mache uns mal hier drumherum, glaube ich, das Licht ein bisschen dunkler, damit man das mit der Beleuchtung ein bisschen schöner sehen kann. So ein bisschen sehr dunkel jetzt, ne? Ein bisschen sehr dunkel. So. So. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie noch schöner machen kann. Ich kann mal einmal frische Batterien reinmachen, glaube ich. Das wäre schon mal Maßnahme Nummer 1. Dann seht ihr wahrscheinlich das Licht einfach noch mal ein bisschen besser. Und dann erkläre ich euch auch, was es damit auf sich hat. Dafür habe ich auch die Prototypkette hier nebendran nochmal liegen, damit ihr ein bisschen auch die Entwicklung versteht und warum das Ganze so geworden ist, wie es ist. So, ich bin nicht sicher, ob das jetzt wirklich heller geworden ist, aber ich glaube, ihr könnt es wahrscheinlich trotzdem ganz gut sehen, oder? Wartet, ich mache mal dieses Seitenlicht vielleicht noch aus und versuche nicht zu sehr zu wackeln. So, ich hoffe, jetzt kann man das Ganze gut sehen. Grundidee hier war natürlich, dass diese kleinen Lichter, diese kleinen Kügelchen auch beleuchtet werden sollen. Und wie gesagt, weil diese dicke, in Anführungszeichen dicke LED da nicht reingepasst hat, habe ich hier mich für eine Lichterkettenvariante entschieden. Die Problematik bei dem Thema Lichterkette, die leicht zu lösen war, dass der erste Gedanke natürlich war, diese Aufhängung, die lässt man da logischerweise weg. Also weg mit der Aufhängung, damit man kein oben und kein unten hat und das Ganze sich einfach schön hier an der Kette aufreihen lässt sozusagen. Und hier außen von der Idee her kennt ihr die Grundüberlegung für den Transparentpapierstreifen schon. Bei der Beleuchtungserweiterung ist es so, dass diese Seitenstreifen modifiziert sind. Das könnt ihr jetzt hier in der Dunkelheit bestimmt nicht erkennen, aber ich versuche es euch nachher im Hellen nochmal zu zeigen. Und zwar haben wir hier oben jetzt Stecknasen an diesen Seitenteilen dran, weil das Transparentpapier in sich deutlich weicher ist als der Tonkarton, aus dem die restliche Kugel besteht. Und um sicher zu sein, dass mir das Transparentpapier nicht einfach rausflutscht, wenn ich die Kugel anfasse, sind da so kleine Stecknasen dran, die dafür sorgen, dass der Seitenstreifen einrastet, wenn man ihn einbaut. Und ich persönlich bin inzwischen total verliebt in dieses Lichterkettending. Es hat mich nur in der Vorbereitung ultra viele Nerven gekostet. Und was da genau Nerven gekostet hat, zeige ich euch jetzt gleich nochmal an meiner Prototyp-Lichterkette und erkläre auch so ein bisschen, wie das mit dem Aufbau ausschaut. Ich will euch aber eins erst noch zeigen, bevor ich jetzt auf den Prototyp switche. Und zwar, dass ihr natürlich die Motive
mit dieser Beleuchtungsgeschichte kombinieren könnt. Achtung, nicht wundern, hier ist jetzt schon eins dabei, das ist noch nicht im Shop, aber hier dieses Sternchenmotiv müsstet ihr eigentlich schon kennen. Ne? Dann habe ich hier den Stern mit den Schnörkeln einmal eingebaut. Und hier habe ich wieder den Stern mit dem Kreisausschnitt. Und auch hier der Folierung, obwohl ihr natürlich seht, wenn es drumherum komplett dunkel ist, sieht man von der Folierung natürlich nicht mehr viel. Aber wenn die Kette einfach so den Tag über auch irgendwo liegt und dekorativ ist, dann finde ich, macht es hier schon einen Unterschied, ob mit Folierung oder ohne Folierung. Ich weiß, nicht jeder hat einen Vollquill, ihr müsst auch keinen Vollquill nehmen. Man kann diese Linien auch zum Beispiel mit Gelstiften und einem Stiftehalter zeichnen. Die eigentliche Herausforderung, wo man vielleicht, je nachdem welchen Plotter man hat, so ein bisschen mehr kämpfen muss, ist, dass das Ganze wirklich auch akkurat positioniert wird. So, also hier seht ihr schon mal so ein bisschen, dass man da auch kombinieren kann. Das habe ich dann hier gemacht. Ich habe quasi zwischendrin welche mit nur Transparentpapier und dann habe ich welche mit Motiv, die mit Transparentpapier hinterlegt sind. Ich bin sehr gespannt, wie euch das gefällt und ich habe hier auch noch längst meine Lichterkette nicht fertig, aber ich dachte, genau das kann ich einfach nutzen, um euch auch mal zu zeigen, wie da so der Werdegang war und warum ich jetzt mit dem Zusammenbau, so wie er jetzt ist, wirklich zufrieden bin. Ich habe wirklich da nochmal Zeit reingesteckt. Ich habe euch letzte Woche ja schon den ersten Prototyp für die Beleuchtung gezeigt, den habe ich hier nebendran auch noch liegen und ich würde sagen, wir switchen auch gerade mal auf diesen Prototyp und ich mache es uns insgesamt wieder heller. Machen uns mal ein bisschen mehr Licht wieder. Muss ich euch aber hier, glaube ich, an der Kamera ein bisschen wieder zurückschrauben. Sorry, es wackelt kurz. So. Und hol uns einmal die Prototypkette ran. Dann kann ich nämlich ein bisschen erklären, was da noch passiert ist und vielleicht auch, was da so lange gedauert hat. Und zwar folgendes. Das hier war, es ist immer noch sehr dunkel, oder? Wartet. Das hier war der erste Prototyp. Machen wir mal so. Jetzt ist, glaube ich, wieder ganz okay, ne? Sorry, ich und die Technik. Ich übe noch. Das geht noch nicht so schnell, wenn ich hier Lichtsetting quasi switchen muss. Das hier war der erste Prototyp. Und was an dem Prototyp nicht so schön ist, das sieht man jetzt eigentlich schon, ist, ich habe da lang genug dran rumgefuddelt und meine Kugel hat sich hier schon wieder von der Lichterkette gelöst. Ich war damals schon über diesen ersten Prototyp ziemlich glücklich eigentlich mit der Überlegung, dass ich mir hier in den Kugelaufbau so eine Strebe reinmache und an dieser Strebe hatte ich die LED hier in der Mitte positioniert und oben und unten war so ein Zapfen dran, da habe ich das Ganze dran gewickelt. Hier habe ich dann selbst schon gemerkt, irgendwie alles noch ein bisschen zu lidschäftig. Das heißt, beim nächsten Prototypteil ist das ganze Ding hier schon etwas stabiler geworden, etwas breiter. Da habe ich quasi die Nasen zum Anwickeln dicker gemacht. Dann habe ich hier die Form schon eher zu was Länglichem angepasst, um das Ganze hier in der Mitte anzuwickeln. Aber dieses ganze Anwickeln hatte immer noch ein großes Problem, das mich persönlich ziemlich genervt hat im Zusammenbau. Und zwar dadurch, dass diese Form für die LED hier fest integriert war, war der allererste Schritt immer der, dass man diesen ersten Ring direkt mit der Lichterkette verbunden hat. Und das hieße, dass man den kompletten Zusammenbau von dieser Minikugel an der Lichterkette machen muss. Und das ist, ich sag's euch ehrlich, wie es ist, ultra nervig, ja, weil man aufpassen muss, dass man erst die Teile auffädelt und dann die Lichter an der richtigen Stelle anwickelt und diese ganze Zeit hier an dem Draht zu arbeiten, hat mir persönlich echt keinen Spaß gemacht, weil der Draht halt auch einfach steifer ist als das Papier und dann rutscht das Ganze irgendwie rum und das Ganze drumherum hängt dran und deshalb habe ich da, ne, als ich euch den Prototyp gezeigt habe, fand ich zwar auch schon sehr schick, dass man das beleuchten kann, aber dann habe ich mir gedacht, oh nee, Freunde, die Machbarkeit war hier einfach schlecht. Das heißt, ich habe hier weiter probiert und ich habe mir was überlegt, was ich persönlich ziemlich klug finde. So hier seht ihr beim letzten, wie es dann final auch aussieht und ich dachte, ich baue einfach mal die nächste Kugel an meine Lichterkette dran und zeige euch mal, wie das mit dem Zusammenbau jetzt funktioniert, weil ich habe eine wirklich clevere, meiner Meinung nach clevere Änderung vorgenommen, die dafür sorgt, dass ihr den Kugelgrundaufbau komplett ohne Lichterkette machen könnt und erst wenn die Kugel so weit zusammengebaut ist, wie man es hier jetzt sieht, wird die ganze Kugel auf die Lichterkette gefädelt und dann wird dieser Inneneinbau hier nachträglich gemacht. Ich zeige euch das mal. Ich weiß, es ist vielleicht für diejenigen, die vielleicht noch gar keine Kugel gebastelt haben, spreche ich jetzt in Rätseln. Deshalb dachte ich, ich zeige es einfach mal anhand von meiner vorbereiteten weißen Lichterkette. So, ich habe jetzt auch gerade gemerkt, was hier noch gefehlt hat, die zweite Lampe. Da kann ich mal gerade wieder über mich selbst lachen. Also ihr seht,
An der Länge von diesem Prototyp-Ding, seht ihr, was mich da so lang in Atem gehalten hat, weil ich natürlich für jede kleine Verbesserung, die ich da irgendwie gemacht habe, für jede Überlegung, die ich hatte, nochmal eine neue Kugel plotten musste, das Ganze wieder zusammenbauen musste und ausprobieren musste, ob das besser geht. Und das ist, wie gesagt, die Prototypgeschichte und ich zeige euch jetzt mal das Ergebnis. Dafür holen wir die weiße Lichterkette wieder ran. Und bauen einfach mal gemeinsam jetzt eine Kugel mit hier auf die Lichterkette. Dann seht ihr nämlich gleich, was ich meine. Und warum das jetzt meiner Meinung nach so viel entspannter geht. So, hier ist die vorbereitete Kugel. Das ist das, was ich meinte mit, ihr könnt die Kugel eigentlich als solche, das komplette Grundgerüst zusammenbauen, bevor man es an die Lichterkette packt. Das heißt, ich nehme jetzt einmal meine Kugel und fädel hier meine Lichterkette einfach durch. Dafür ist diese Kugel, diese Beleuchtungskugel, ist im Vergleich zu der normalen Mini-Kugel an ganz, ganz vielen Ecken modifiziert. Zum Beispiel hier oben, hier haben wir ein kreisrundes Loch anstatt dieser eckigen Form, die sich hier oben komplett einpasst. Dann haben wir hier in der Mitte auch Löcher, um das Ganze durchziehen zu können. Ich habe da ganz, ganz viel angepasst, um das wirklich für die Lichterkette quasi passend zu machen. Und jetzt kann ich die hier einfach durchstecken. Einmal oben und einmal unten. Und dann ziehe ich meine Kugel an die richtige Stelle. Das heißt, ich ziehe jetzt meine Lichterkette so weit durch, bis ich quasi hier beim nächsten freien Lämpchen auf der Lichterkette ankomme. Und dann muss ich mein Lämpchen hier einmal in der Mitte rausangeln. Das geht aber ziemlich einfach. Man kann sich das Ganze hier nämlich durchschieben und kann sich das Lämpchen so ein bisschen zur Seite rausziehen. So. Und um jetzt sicherzustellen, dass die Kugel an der richtigen Stelle bleibt, dass die also nicht weiter auf dem Draht hier hin und her wandert, habe ich hier dieses zusätzliche Teil. Dieses zusätzliche Teil, das war die große Entwicklungsarbeit bei diesem ganzen Projekt, weil ich dadurch jetzt das Ganze eben jetzt quasi nachträglich, jetzt an dieser Stelle erst das Lämpchen einbauen kann. Ich falte mir das hier einmal an beiden Seiten vor und dann wird es hier in der Mitte eingebaut. Ich habe hier meinen Platz in der Mitte, wo ich genau sehen kann, wo ich das Lämpchen hinpacken muss. Das heißt, es zentriert nachher das Lämpchen auch. Und dann wird die Drahtlichterkette an diese Hilfsform gewickelt. Einmal oben und einmal unten. So. Und jetzt mache ich das Ganze so ein kleines bisschen rund und ziehe das zurück in die Kugel rein. Und dann wird es in der Kugel aufgeklappt und hat diese sehr spezielle Form, weil es sich mit diesen beiden Führungsnasen hier in die Mitte der Kugel stellt. Und dann kann man sich das Ganze noch so ein kleines bisschen zurechtschieben, aber damit hat man jetzt eins erreicht, nämlich dass die Kugel jetzt fest auf dem Draht sitzt. Ne? So habe ich jetzt nämlich überhaupt kein Thema mehr und das ist so viel einfacher, als wenn ich den kompletten Kugelzusammenbau auf dieser Drahtlichterkette machen muss. Ich hoffe, ich konnte damit sozusagen klar machen, was so die Riesenänderung ist im Vergleich zu dem, was ich euch letzte Woche gezeigt habe. Eben genau das. Ihr müsst nicht zuerst die Lichterkette einbauen, sondern ihr könnt erst das komplette Kugelgrundgerüst zusammensetzen. Dann wird die Kugel hier einmal auf den Draht gefädelt und dann kommt dieses Zusatzteil hier in die Mitte rein. Und was dann jetzt nur noch fehlt, sind die Streifen. Das heißt, als letztes, das ist das Einzige, was ich jetzt am Draht wirklich noch machen muss, ist hier außen meine Dekorstreifen einsetzen. Oder eben auch die Transparentpapierstreifen, je nachdem, mit was man hier arbeiten möchte. Nur, dass ihr euch auch, damit ihr einfach ein bisschen versteht, was da im Hintergrund alles an Überlegungen drin steckt, warum das mitunter so lang dauert, bis ein Projekt wirklich fertig ist, dass ich euch ja quasi lose schon letzte Woche gezeigt habe. Ich finde es immer ganz spannend, weil wenn man sich die Kugel von außen anguckt, auch die Prototypen, die ich euch vorhin gezeigt habe in Rot, wenn ich das fertig zumache, das Projekt, also wenn ich die Streifen einsetze, dann wird man von außen keinen Unterschied sehen. Man wird einfach eine beleuchtete Kugel sehen. Was da oft für mich im Hintergrund noch ganz viel Arbeit ist, ist das Zusammenbaukonzept, um für euch wirklich den Einbau und den Zusammenbau so einfach wie möglich zu machen. Das ist das, was für mich dann im Hintergrund auch immer noch mal richtig Zeit frisst. Dann bei dem Projekt auch, weil es jetzt wirklich die Erweiterung zur Erweiterung war, wie baut man das Projekt technisch auf. Es gibt auch bei mir bei solchen Sachen in der Regel deshalb keine
Bundle oder Bündel, weil ich immer sage, die meisten von euch haben schon einen Teil der Basisprojekte gekauft. Wenn ich jetzt im Nachhinein mit einem Bündel komme, wo die Teile aber wieder mit drin sind, dann kann man das wieder nicht berücksichtigen. Also gerade bei so Projekten, wo es sehr kleinteilige einzelne Erweiterungen gibt, mache ich das lieber so, dass ihr Basisprojekt und Erweiterung habt und ich preise, finde ich, diese Erweiterungen dann immer sehr fair ein, weil ich mir immer denke, ja, ihr müsst ja das Basisprojekt dafür schon haben. Und dann mache ich euch lieber die Erweiterung entsprechend günstiger und ihr habt die Möglichkeit, euch einfach dann für einzelne Dekore zu entscheiden, die ihr haben wollt. Auch mein Stichwort, nächste Dekore. Da will ich euch jetzt einfach auch gleich nochmal mitnehmen. Okay, ja, jetzt gucke ich erst nochmal über eure Kommentare. Ich habe mich hier wieder etwas mitreißen lassen, was man mit dem letzten Lämpchen macht. Hier, Tanja, du kannst, wenn du das möchtest, das letzte Lämpchen abschneiden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich selbst noch nicht ganz sicher weiß, ob ich wirklich 30 Kugeln mache oder ob ich nur 20 Kugeln mache. Aber diese Drahtlichterketten, die kann man einfach kürzen. Das heißt, man kann die einfach abschneiden. Am besten ausschalten dafür und einfach mit der Schere abschneiden und fertig. So, das wäre hier meine pragmatische Notlösung. Dann sind es halt nur 29 Lampen. Oder wenn du sagst, 29 ist eine blöde Zahl, dann machst du halt 28 draus. Okay, ich würde auch sagen, ich komme jetzt kameratechnisch noch mal kurz zu euch zurück, weil von meiner Seite her hätte ich jetzt die Projekte, die diese Woche in den Shop gewandert sind, soweit erklärt. Das nächste, was ich mir gleich mit euch angucken will, ist, wie soll es weitergehen? Brauchen wir noch mehr Dekore? Hier habt ihr schon eins mit drinne, das ich einfach für mich noch gemacht habe. Schauen wir aber gleich. Ich will einfach nochmal über eure Kommentare drüber gucken. Komm ganz kurz zu euch zurück. Trink zwischendurch mal ganz kurz einen Schluck. Und les mal. Und les mal ganz kurz bei euch drüber. Claudia schreibt, sie dachte bis eben, Minis braucht sie nicht, jetzt hat sie doch geshoppt. Claudia, ich freue mich. Für diejenigen von euch, die beides haben, die Basiskugel und die Minis, ich würde euch Folgendes empfehlen. Ihr bastelt eine Basiskugel 8 cm Größe und dann switcht ihr sofort zu den Minis. Dann bastelt ihr einfach 5 Minis und danach macht ihr die Basiskugelgrößen im Schlaf. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Ich hatte da wirklich so ein Aha-Erlebnis diese Woche, weil ich ja wirklich die ganze Woche nur Minis gebastelt habe. Ich habe wirklich durch die Bank weg nur Minis gebastelt und wenn man dann plötzlich die 8 cm wieder in der Hand hat, denkt man, oh Gott, das ist eine Riesenkugel. Was macht ihr mit diesem Riesenteil? Doch, diese Art von Lichterkette, die ich da verlinkt habe, die kannst du abschneiden, Katja. Nur weil ich gerade lese, du wusstest es gar nicht. Die kann man kürzen. Die kann man individuell kürzen, kann ich auch nachher gerade nochmal zeigen. Ich habe, wie gesagt, auch mein Laserprojekt noch dabei, da ist auch eine Lichterkette drin. Die kann man in der Regel abschneiden. Okay, nee, ich glaube, ich habe eigentlich die wichtigsten Fragen, habe ich, glaube ich, beantwortet. Ansonsten, ich beauftrage jetzt gerade nochmal Annette und Florian, meine 2 besten Admins. Ihr könnt ja auch nochmal ein Auge drauf halten. Ich frage am Ende nochmal, ob noch irgendwas da ist, was ich komplett vergessen habe. Okay, wir switchen nochmal zurück zu der gestreiften Kugel. Da war ich nicht sicher, ob euch das zu einfach ist, aber ich wollte einfach noch was neutral ist und was man so zwischen rein dekorieren kann. Ich habe hier noch weitere Prototyp-Streifen liegen, die es noch nicht mal an eine Kugel geschafft haben. Wir gucken einfach mal gemeinsam. Sonja schreibt gerade, kann man alle Lichterketten abschneiden. Sonja, ich kann es nicht ganz fest versprechen, weil die Lichterketten, es kommt darauf an, wie die verdrahtet sind. Aber ich hatte noch keine Lichterkette mit 2 Strängen, die man nicht abschneiden kann. Die konnte man immer alle abschneiden. Spannender ist es, manchmal hast du auch LED-Drahtlichterketten mit 3 Drähten, die kannst du in der Regel nicht einfach abschneiden. Das ist so ein bisschen die Frage. Wenn du mutig bist, probier's bei einem einfach aus. Wichtig bei sowas immer, bevor ihr das Ganze in ein Projekt einbaut. Wenn ihr so lustige Experimente macht wie ich, dass ihr Sachen abschneidet, wo ihr nicht sicher seid, ob man die abschneiden kann, macht's vorher. Ihr ärgert euch nachher zu Tode, wenn ihr erst schneidet und hinterher feststellt, dass jetzt nichts mehr leuchtet. Das ist dann immer nicht so lustig. Ich kann mir in der Regel helfen, weil ich kann so ein ganz kleines bisschen löten. Das heißt, ich schneide normalerweise auch nie direkt an einem Lämpchen ab, sondern mit ein bisschen Abstand. Und dann kann man es erst nochmal ausprobieren und kann zur Not die 2 Adern, die man braucht, zusammenlöten. Aber ich sage es trotzdem nochmal dazu, ne? Seid da vorsichtig. Bianca fragt gerade, gibt es wieder aufladbare Teelichter, die in die Kugeln passen? Bianca, ich bin nicht sicher. Ich hoffe es,
falls du welche findest, sag Bescheid. In die normale Kugelgröße 8 cm passt halt nur ein 3 cm Lämpchen rein. Aber ich kann gleich diese Kugel nochmal von innen zeigen. Bei der großen Kugel, wenn man auf die 10er gehen würde, da wird man wahrscheinlich auch ein 4 cm Lämpchen reinkriegen. Obwohl ich fast denke, dass man in die Größe vielleicht 4 cm einfach so reinstellen kann. Das müsste ich tatsächlich mal ausprobieren. Okay, dann gucken wir jetzt mal nach den komplett ungelegten Eiern. Ich zeige euch mal, was ich probiert habe. Ich habe längst nicht alles da, was ich probiert habe. Ich hatte letzte Woche im Stream, haben wir relativ gegen Ende gemeinsam gezeichnete Vorschläge angeguckt. Ein Teil davon habe ich schon umgesetzt. Längst nicht alles, weil ich ganz, ganz viel diese Woche für diese Kugeln Zeit gebraucht habe. Ich denke, anhand meiner Prototypkette habt ihr es gesehen, dass das sehr viel Arbeit war und halt so lange gedauert hat. Brigitte fragt gerade, kann man das auch auf die Sterne umlegen? Wäre das möglich? Brigitte, ich weiß gerade nicht genau, was du meinst. Kann man was auf die Sterne umlegen? Schreib mir das nochmal genauer rein. Petra schreibt gerade, sie hat scheinbar probiert. 4 cm geht ohne Befestigen in der Achterkugel. Weil die meisten normalen LED-Teelichtdinger, die haben halt 4 cm. Ich habe mich für diese, die ich euch gezeigt habe, eigentlich vor allem aus einem Grund entschieden, nämlich wegen der Fernbedienung. Ich habe hier eine Fernbedienung, mit der ich das Ganze an- und ausschalten kann. Und das fand ich sehr elegant. Aber ich finde natürlich trotzdem eigentlich eine Variante, die man aufladen kann, wo man nicht so den hohen Batterieverschleiß hat, auch ganz nett. Also wenn jemand hübsche Teelichter hat, wo er sagt, die leuchten erstens relativ hell und zweitens haben sie entweder einen Timer oder eine Fernbedienung. Eins von beidem, finde ich, reicht eigentlich aus. Und man kann sie aufladen, sagt mir gerne Bescheid, würde mich persönlich nämlich auch interessieren. Okay, ja, ich finde Fernbedienung auch klasse. Und dieser 10er-Pack, den ich da gekauft habe, der kommt mit 2 Fernbedienungen. Das finde ich gar nicht schlecht, weil gerade wenn man mal was wegverschenken will, könnte man 5 und 5 machen und kann jeweils eine Fernbedienung dabei legen. Ist auch gar nicht so verkehrt. Okay, jetzt, wie gesagt, wie angekündigt, wir gucken einmal gemeinsam ungelegte Eier, unveröffentlichte Designs, wie auch immer an. Das eine habt ihr jetzt hier direkt schon gesehen. Relativ simpel. Aber ich finde es trotzdem schick. Also ich war selbst begeistert, wie die Wirkung ist von diesen einfachen Streifen. Hier habe ich den Streifen auch wieder mit Vollquill zusätzlich veredelt. Also mag ich simpel echt. Und ich zeige euch hier auch nochmal das Ganze ohne Zeichnung. Für die sagen, ich zeichne eh nicht, weil das funktioniert mit meinem Plotter nicht oder was auch immer. Auch ohne Zeichnung finde ich persönlich das sehr schick. Kann man einfach so dazwischen machen. Habe ich dann gestern hier auch gemacht, als ich an der Lichterkette weitergearbeitet habe, dass ich einfach immer so ein bisschen durchgewechselt habe. Ne? Hier oben wird eine quasi noch ausgetauscht, aber ich habe dann einfach immer so ein bisschen den Wechsel gemacht zwischen nur Transparentpapierstreifen, dann mit Motiv, wieder nur Transparentpapier, hier mit Motiv und Vollquill, hier nur Streifen, also mit Motiv ohne Vollquill, wieder Transparentpapier, dann wieder Motiv mit Vollquill und so geht es hier dann jetzt weiter. Okay, ich sehe schon. Die Streifen finden erstmal zumindest augenscheinlich Zustimmung. Ich habe hier noch ein Glas, wo noch mehr Prototypen drin sind. Da kann ich euch das mit den Streifen auch an der roten Variante nochmal zeigen. Dann hat man es auch ohne Beleuchtung nochmal gesehen. Das ist, finde ich, auch ohne Beleuchtung macht das was her. Weil das dem irgendwie nochmal so ein bisschen zusätzliche Tiefe gibt. Also hier habe ich auch einfach Gold gevollquillt quasi auf rotem Grund. Und auch hier habe ich das Ganze nochmal ohne Vollquilllinien gemacht. Also ganz schlicht, aber ich mag den Effekt sehr. So, daran anschließend, mich freut es, dass euch die Streifen gefallen. Kann ich euch jetzt nochmal lose Streifen zeigen? Wartet, ich gucke gerade mal, ob ich hier irgendwo eine Kugel habe, wo wir das kurz ausprobieren können. Ich glaube, wir bauen kurz um. Wir bauen einfach kurz um. Hier ist eine Prototypkugel, dann kann ich nämlich auch einmal selber sehen, wie das Ganze ausschaut. Ich habe den Streifen jetzt natürlich auch nochmal für die 8 cm Variante ausprobiert, weil ich eben dachte, wenn man das schon macht mit den Streifen, dann am besten natürlich für beide Größenvarianten, weil man will ja, dass die Minis eben auch irgendwie zu den Großen mit dazu passen. Und ihr seht, ich habe es zwar mit dem Plotter schon vorbereitet, aber ich habe es noch nicht mal in eine Kugel eingesetzt selbst. Das heißt, wir machen das jetzt einmal gemeinsam. Doch. Wartet, wir machen noch einen rein. Noch einen Streifen mehr. Wundert euch nicht, das hier ist wie gesagt einer von den Prototypen, den ich da jetzt gerade dafür zerlege.
Und bei der größeren Variante ist es natürlich auch wieder das gleiche Spiel. Wenn ich euch die kleine daneben legen würde, würdet ihr es auch sehen. Wartet, ich gucke gerade mal. Da ist natürlich die Datei auch einfach nochmal neu konfiguriert für die größere Größe. So. Und ich habe hier tatsächlich auch 3 Vollquilllinien gezeichnet. Ich habe die Datei aber eigentlich auch so angelegt, dass man die mittlere von den 3 Linien auch weglassen kann. Das habe ich nur selbst noch nicht ausprobiert, weil ich dachte, das variiert eben den Effekt auch nochmal. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Doch, ich glaube, die Streifen machen sich auch in der größeren Variante. Und das ginge natürlich auch wieder komplett ohne. Das können wir auch einfach noch einmal ausprobieren, indem wir mal einen Streifen falsch rum einbauen. Das großes Ausprobieren heute angesagt. Ich habe so viele Entwürfe gemacht und ich kann mich selbst überhaupt nicht entscheiden, was ich gut finde und was nicht, aber die Streifen haben mir es ehrlich gesagt selbst angetan. Die sind so simpel, aber manchmal sind es auch die einfachen Sachen. Einfach, weil man ja auch was braucht, was man vielleicht mal so zwischen rein kombinieren kann. Hier ist doch auch irgendwo mein Falzbein. Machen wir das einfach einmal vorsichtig in die andere Richtung rund. So. Ist nicht perfekt. Es ist wie der Ultra. Ich finde das so lustig. Ich merke das einfach hier selbst jetzt wieder im Zusammenbau, wie unterschiedlich die Wirkung ist. Schaut mal. Rechts ohne Vollquill, hier mit Vollquill. Ich finde das so krass. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber ich finde, es passt trotzdem. Ne, es passt trotzdem zusammen. Würde ich jetzt sagen. Also ich würde es so tatsächlich, würde dann halt eine Kugel wieder so machen und eine so. Oder man kann sie natürlich sogar auch im Wechsel einhängen, wenn man das mag. Also das wären die Streifen in groß. Und wo haben wir sie nochmal? Irgendwo habe ich sie liegen. Wo sind die Streifen in klein? Habe ich gar nicht in weiß-gold, glaube ich, so. Nee, habe ich noch als Bausatz hier liegen. Aber ihr habt es an der Lichterkette schon gesehen. Hier ist es nochmal. Da sind die Streifen dazu. In klein. Also das war einfach so ein bisschen die Überlegung. Irgendwas Schlichtes. Es muss ja nicht überall ein Tannenbaum oder ein Sternchen drauf sein. Okay. Das Thema Streifen. Angelehnt an das Thema Streifen habe ich hier noch ein bisschen Kleinkram geometrisch. Warte, den hole ich uns auch gerade noch ran. Bevor es dann wieder ein bisschen mehr in andere Formen reingeht. Ihr seht, ich habe den Plotter heute nochmal fleißig laufen lassen, aber ich habe es noch nicht geschafft, es selber zusammenzusetzen. Das mache ich aber nachher nach dem Live noch. Wird nachher noch zusammengebaut. So, und zwar dachte ich jetzt gerade für die kleinen, ich wollte noch irgendwas, was auch rein geometrisch geht. Hier habe ich mich aber selber noch nicht entschieden, ob ich hier Raute mit Steg in der Mitte oder ohne Steg in der Mitte besser finde. Oder vielleicht auch wieder einfach beides, damit man ein bisschen variieren kann. So. Natürlich auch wieder optional mit Vollquill, ohne Vollquill. Werde ich nachher auch mal noch eine Kugel bauen und werde es euch einfach an der Kugel nochmal zeigen. Kann ich mir aber gut vorstellen. Ich habe lang rumprobiert. Man hat auf dieser kleinen Seite von der Kugel nicht so unheimlich viel Platz. Und ich dachte, wenn man hier mit Raute anfängt, Raute könnte als einfaches Pendant zu dem den Streifen funktionieren. Habe ich hier auch noch eine Variante, wartet, brauche ich hier auch noch mal in mit Vollquill, die auch wieder zu dem Stern passen würde. Hol euch den noch mal dazu, den wir hier schon haben. Ne? Das wäre wieder Stern mit Kreis in der Mitte, aber anstatt komplett geschlossenem Teil dann einfach noch mal mit dieser Rautenform aufgenommen. Dann würden diese geometrischen Sachen trotzdem auch so ein bisschen zu der Sterngeschichte dazu passen. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Ich glaube, das wäre noch eine Möglichkeit. Die muss ich, wie gesagt, selber noch einbauen. Ah, Florian schreibt gerade, ob ein Plotter oder was im Hintergrund läuft. Bei mir, Florian, nö, das ist, wenn du jetzt was hörst, hörst du den Lüfter vom Mac. Sorry, es sind kurze Gespräche. Es sind kurze Gespräche, Zwischengespräche mit meinem Mann, der hier die Aufgabe hat, das Audio im Ohr zu behalten. Okay, ich lese gerade, Raute ohne Steg findet ihr besser. Ja, ich glaube es rein optisch ehrlich gesagt auch. Ich war nicht ganz sicher, ob es stabilitätstechnisch Sinn macht, aber dann gehen wir mal auf die Raute ohne Steg, weil es einfach mehr nach Raute aussieht, ne? Hintergrund klingt wie ein Plotter oder eine Waschmaschine. Ja, prima, toll. Das heißt aber, dass es mit dem Stream-Audio hier nicht unbedingt so funktioniert, wie ich das gerne hätte.
Okay, damit halte ich euch aber jetzt im Moment noch nicht länger auf. Wir machen mal hier weiter mit den optionalen Motiven für die Kugeln. Also, Streifen sind gesetzt, habe ich so das Bauchgefühl. Da waren ja die meisten doch dafür, auch wenn es was Simples ist. Ihr könnt auch gerne mal überlegen, ob euch noch irgendwas einfällt in der Richtung, was da noch irgendwie passen würde. Ich habe lange überlegt und mir ist nichts Besseres als Raute eingefallen. Zum Thema Raute habe ich direkt noch was, habe ich auch noch nicht eingebaut, können wir aber direkt auch mal live zusammen einbauen, wenn ihr wollt. Und zwar hätte ich hier einfach nochmal eine andere Art Sternchen, auch mit Folierung, bewusst in der Kombination geschnitten und gezeichnet, weil ich neulich ja euch quasi Zeichnung gezeigt habe und einfach mal das Gefühl hatte, bei der Abfrage, als ihr mir die Zahlen durchgegeben habt, dass sich einige einfach auch nochmal eine Kombi wünschen würden. Nicht nur Zeichnung oder nur geschnitten, sondern eben so wie bei diesem ursprünglichen Motiv auch nochmal eine Kombination aus Zeichnen und Schneiden. Wenn man mit der Rautenform geht, glaube ich, macht sich das auf den größeren Kugeln auch gut. Dann könnte man vielleicht auch für die größeren Kugeln sich noch ein Rautenmotiv überlegen. Ich mache das einfach auch mal ein bisschen rund und baue es einmal ein und dann sehen wir das auch einmal auf der Kugel in Aktion sozusagen. Davon habe ich auch direkt gleich mal 6 Stück geschnitten und gezeichnet, weil ich es eigentlich noch in eine komplette Kugel einsetzen wollte. Aber ihr kennt das Problem, dass diese vermaledeite Sache, dass der Tag nur 24 Stunden hat und man immer so viel machen will und irgendwie, ja, gar nicht dazu kommt, all das zu machen, was man gerne machen möchte. Setzt es einmal hier seitlich ein. Oh ja, ich glaube, das ist auch gut. Ich habe es, wie gesagt, selbst noch nicht eingebaut gesehen, deshalb sind diese Momente für mich dann auch immer ganz interessant und spannend. So. Oder das kann man auch sehr gut sehen. Das nimmt halt, das lässt hier nochmal schön die Farbe von der Hinterlegung durch. Kann ich mir beleuchtet auch sehr schön vorstellen. Ist einfach halt auch nochmal ein anderer, komplett anderer Ansatz als hier mit den Linien, wo man eigentlich flächig durchschaut. Hier ist es eigentlich eher so, dass die größte Fläche geschlossen ist und wirklich nur das Motiv offen ist. Ist, glaube ich, auch so, was das Durchfallen von Licht angeht, glaube ich, auch sehr schön. Also kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Werde ich auch beleuchtet auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Das wäre noch eine Variante und daran anschließend würden sich dann wieder irgendwie nochmal Versionen, wo man sagt, man nimmt dieses Rautenthema nochmal mit auf, ne? Damit man einfach so ein bisschen Kombinationsmöglichkeiten auch hat. Gut. Ich habe noch was ganz anderes. Auch Kategorie habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Können wir vielleicht einfach einmal die hier umbauen. Und zwar wollte ich ja eigentlich selbst gerne noch ein Rentier. Ich habe noch Rentier. Beim Rentier sage ich aber gleich dazu, ich glaube tatsächlich, dass das in der sehr kleinen Größe nicht funktionieren wird. Und was mich beim Rentier auch direkt gestört hat, sage ich auch direkt dazu, man hat hier eine sehr große offene Fläche. Das ist ein bisschen ein Thema beim Anrunden. Es gibt dafür einen Trick, den ich euch definitiv auch zeige, wenn es das Rentier werden würde, aber wir bauen es jetzt einfach mal provisorisch gemeinsam hier ein, wo die 24 sitzt. Wir machen die 24 raus und machen dafür mal das Rentier rein. Zumal es gibt ja nicht nur kleine Kugeln, ne? Es gibt auch große Kugeln und dann könnte man auf die große Kugel ja auch ein Motiv drauf machen, das halt vielleicht auf der kleinen Kugel nicht funktioniert. Das dann halt auf die große Kugel drauf muss. Dann einfach so. Ich versuche das zwar immer alles irgendwie für alles passend zu machen, gerade weil wir jetzt ja auch das Set mit den 3 Größen haben. So, das hier wäre die Rentier-Variante. Ist schon auch ganz schick, ne? Da muss man dann halt in den sauren Apfel beißen. Ich kann euch dann zeigen, wie man das auch rund kriegt. Da würde ich auf keinen Fall mein Falzbein nehmen, was ich sonst die ganze Zeit, jetzt die ganze Woche im Einsatz hatte. Das wäre die Variante mit Rentier. Und ich habe mir für das Rentier noch was anderes überlegt. Achtung, ist auch noch Prototyp. Oh, wenn ich es finde. Ich hoffe, ich habe es hier irgendwo auf meinem Tablett. Hier ist es. So in etwa. Das ist die schlechter gewordene Variante. Wartet mal, vielleicht habe ich irgendwo noch die hübschere Variante. Ich blicke bald nicht mehr durch. Ich habe so viele einzelne Kleinteile hier rumfliegen. Also hier war die Idee, wenn ab einer gewissen Größe das nicht mehr funktioniert, genau, mit dem Schneiden, genau das, Silvia, dann war meine Idee auch, man könnte es ja vielleicht einfach malen. Und ich habe das hier gevollquillt. Es ist noch nicht ganz so geworden, wie ich mir es gewünscht hätte,
Aber das wäre so meine Notlösung in Anführungszeichen, dass man halt sagt, okay, wenn ich auf der kleineren Kugel das mit dem Rentier auch aufnehmen will, dann weiche ich halt hier zur Not aus und Vollquille anstatt zu schneiden. Das ist wie gesagt die schlechtere Vollquill-Variante, weil hier an der Seite ein Teil vom Motiv fehlt. Ich hatte eigentlich noch einen Streifen, der hübscher ist, aber der ist in meinem großen Projekt Wirrwarr hier gerade untergegangen. Aber ich glaube, man kann sich's vorstellen, oder? Und wir können es vielleicht auch gerade einmal hier bei der Adventskalenderkugel einsetzen. So. Und dann kriegt man da auch nochmal die Idee. Ne? Das wäre auch noch eine Möglichkeit, wie man das auf der kleinen Kugel auch verwenden kann. Ja, Claudia, auch noch eine Idee, dass man bei den Kleinen nur die Ministerne schneidet und eventuell das Rentier malt, könnte man auch noch drüber nachdenken. Und Karin sagt gerade noch einen Sternhintergrund für die Lichterkette. Generell habe ich auch darüber nachgedacht, gerade wenn wir jetzt das Rentier nochmal in die Hand nehmen, wenn es das Rentier so gibt, dass man vielleicht auch einfach noch eine Seitenversion macht, ohne Rentier, mit einfach nur den Sternen und Pünktchen. Dann könnte man auch eine machen, wo man wirklich komplett Sterne und Pünktchen hat. Und Tina schreibt gerade verschiedene fortlaufende Motive. Ja, Tina, habe ich auch tatsächlich noch Bock drauf. Irgendwas mit einer verschneiten Landschaft vielleicht. Irgendwie so. Schneeflocken stehen auch noch ganz fest auf der Liste. Aber ich dachte, ich zeige euch einfach mal das, was ich jetzt wirklich schon konkret ausprobiert habe. Ihr dürft natürlich gerne noch weitere Wünsche reinfeuern. Apropos, was ich konkret ausprobiert habe. Ich habe hier noch was ganz anderes. Die Frage ist, und ich bin sehr gespannt auf eure Antwort, brauchen wir immer eine Zeichenoption? Ich glaube jetzt aus dem Bauch raus würde ich sagen, nein, brauchen wir nicht, weil nicht alle von euch zeichnen. Ich zeige euch mal noch eine andere Motivvariante, die ich hier für die kleinen Kugeln schon ausprobiert habe. Auch ein einfaches Sternchenmotiv. Komplett einfach Sternchen, Pünktchen. Gefällt mir persönlich auch sehr gut, ist aber jetzt tatsächlich eine Nicht-Zeichen-Variante. Ja, Tina schreibt gerade, Krippe wäre mega. Tina, habe ich mir notiert, ihr habt euch letzte Woche schon eine Krippe gewünscht. Also das könnte man hier bei den Kleinen auch machen. Das hatte ich hier tatsächlich auch schon ausprobiert. Und auch dazu nochmal die vereinfachte Variante, wo man nur den Stern mit den Punkten in der Mitte hat. Ne, gefällt mir persönlich auch ganz gut. Ist einfach, wie gesagt, nochmal ein anderer Ansatz. Ist weg von den Linien, ist eher eine komplette Fläche. Und dann die Ausschnitte. Ja, Sabine schreibt schon, wie soll man das alles basteln? Ja, rechtzeitig anfangen, Sabine. Am besten gleich den Plotter anmachen. Ging mir diese Woche genauso, weil man kommt bei diesen Projekten vom Hundertsten ins Tausendste. Und ich versuche ja auch wirklich nach Kräften all eure Wünsche umzusetzen, mir dazu sinnvoll Gedanken zu machen. Ich habe noch was mir auch total gut gefällt, was jetzt aber was für die absoluten Zeichenfans unter euch ist. Und zwar habe ich noch ein nur Zeichenmotiv, das mir persönlich auch sehr gut gefällt. Habe ich hier ausnahmsweise mal in Rot-Silber umgesetzt. Die silberne Grundfarbe für die Kugel selbst überzeugt mich nicht so, aber ich hatte hier in Silber gevollquillt, weil meine goldene Vollquillfolie zur Neige geht. Und deshalb dachte ich, ich baue auch die Kugel silber zusammen. Und ich finde, das kann sich auch sehen lassen. Also die von euch, die zeichnen und die sagen, sie vollquillen auch, das kann sich doch auch echt sehen lassen, oder? Also vielleicht auch wieder gedanklich ein bisschen in die Richtung gedacht, wenn ich jetzt daran denke, wirklich einen Adventskalender zu machen, wo ich eigentlich ja geschlossene Seiten haben will, wo ich nicht will, dass man durchgucken kann und ich mit einer Lage zurechtkomme, dann ist doch das hier auch eine sehr nette Version, oder? Also weil halt einfach alle Seiten geschlossen sind. Ja, Ulrike, ich lese dich gerade. Klappt Vollquill auch auf Transparentpapier? Ja, Ulrike, müsste eigentlich klappen. Das heißt, rein theoretisch müsstest du dieses Motiv auch einfach auf Transparentpapier vollquillen können und dann das Transparentpapier mit dem Motiv entsprechend einsetzen. Das sollte also auch funktionieren. Also gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ihr wisst ja, ich mag es geometrisch, ich mag Schnörkel, ich mag Pünktchen. Und wenn man hier die Pünktchen zeichnet, hat man auch nicht so den Kampf mit dem Plotter. Gut, wenn der Plotter keine Kreise kann, dann kämpft er wahrscheinlich auch hier. Aber ja, hier hat man halt, das ist halt auch unheimlich schnell gemacht und das funktioniert auch für alle, die sagen, oh, mein Plotter schneidet nicht so filigran oder so, weil man einfach eine komplett geschlossene Seite hat, wo man wirklich komplett drauf zeichnen kann. Also es hat auch was. Es hat auch sein eigenes Anwendungsfeld. Und ich bin jetzt noch total hin und her gerissen, wie ich das mit den Motiven mache. Ich glaube, ich habe sonst versucht, wie gesagt, hier bei der Kugel
ne, sind 2 Motive in einem Set bei der Mini-Variante, weil ich mir gedacht habe, ja, das geht sich dann vom Aufwand, Preis, Leistung, geht sich das dann wieder prima aus. Ich glaube tatsächlich, es wird drauf rauslaufen, dass die euch irgendwie einzeln in den Shop wandern, weil ich mir unheimlich schwer damit tue, zu allem immer noch ein zweites zu produzieren. Bei dem hier wüsste ich nämlich jetzt ad hoc gar nicht, wie genau das zweite dazu aussehen soll. Vielleicht kommt auch die ultimative Eingebung noch. Ich kann es aber nicht versprechen. So. Das war, glaube ich, der Großabriss zu den Motiven. Und ihr habt sie längst nicht alle gesehen. Da habe ich euch jetzt einfach nur mal das gezeigt, was schon soweit ist, dass man es auch wirklich zeigen kann. Aber ich glaube, am Ende macht es die Mischung. Wenn ich das bei euch so richtig durchgelesen habe, sind einige dabei, die sagen, sie zeichnen. Sarah fragt gerade, ob sie das auch drucken darf statt zeichnen, als Beispiel für Folie für den Laserdrucker. Sarah, darfst du von mir aus machen. Wenn du einfach nur von der Umsetzung her sozusagen den Zeichenschritt, also hier bei dem Fall zum Beispiel den Zeichenschritt durch Laserdrucker und dann gibt es ja diese Folien, die man drauflegt. Und ich glaube, es ist auch Heißtransfer, ne? Das habe ich früher auch schon gemacht, dass man das Ganze dann nochmal durch ein, wie heißen die denn, durch ein Laminiergerät jagt. Weiß nicht, ob es auch mit einer normalen Presse geht. Aber wenn es nur darum geht, dass auf einem anderen Weg sozusagen du dieses Motiv hier drauf kriegst, darfst du von mir aus machen. Okay. So. Ich habe noch mehr. Ich habe noch einen ganz anderen Prototyp, wo ich noch gar nicht weiß, doch ich zeige euch einfach trotzdem. Wir schalten nochmal um. Ich trinke noch mal ganz kurz. Ich gucke noch mal, ob ich irgendwie Fragen übersehen habe. Ja, wie ich das mit dem Vollquillen mache. Danke, Susa, ist ein sehr guter Punkt. Ich wollte eigentlich sowieso mal mit euch vollquillen. Ich habe da auch heute wieder ganz kurz drüber nachgedacht. Das hätte aber heute den Rahmen total gesprengt, weil ihr seht, es ist schon 21 Uhr. Ich habe euch die anderen Prototypen, die nichts mit Kugel zu tun haben, noch nicht gezeigt. Das mache ich jetzt als nächstes. Im Schnelldurchgang. Ich versuche es zumindest, um euch nicht zu viel von eurer Zeit zu stehlen. Und wir hätten es auf keinen Fall geschafft, noch zu vollquillen. Aber ich kann es euch auf jeden Fall bei den Silhouette-Geräten einfach mal zeigen, weil es ist wirklich ultra einfach. Ich habe auf meinem Blog schon einen Beitrag, wie man zeichnet. Und vollquillen ist sehr ähnlich wie Zeichnen. Vielleicht versuchen wir das einfach nächste Woche mal zu machen. Oder ich mache einen Sonderstream irgendwie zwischendrin, wo wir das nochmal gemeinsam machen können. Ich zeige es auf jeden Fall einfach mal, weil es ist wirklich, wirklich nicht schwer. Man muss sich nur dran trauen. Es ist wirklich, wirklich nicht schwer. Okay, ich habe noch was ganz anderes. Für diejenigen von euch, die mit mir diese Kugeln gebastelt haben, die wissen, dass ich im Moment total verliebt bin in diese Zusammenbauart. Einfach nur stecken, nichts kleben. Ich habe auch kein Thema mit Projekten, wo viel geklebt wird, aber ich finde es im Moment ultra, was da für coole, stabile Projekte rauskommen, komplett ohne Kleben. Und ich habe die Kugel abgewandelt, weil ich mir dachte, Kugel, ne, also irgendwann hat sich's auch ausgekugelt, jetzt gerade macht Kugel zwar total Sinn, ich weiß. Die Weihnachtsdeko, da ist gefühlt noch ewig hin, aber das mit der Kugel ist deshalb dieses Jahr so früh, weil ich eben dabei auch an den Adventskalender gedacht habe. Und ich glaube, die von euch, die wirklich einen Adventskalender basteln, für die ist es gut, weil man macht sich ja langsam Gedanken, was man machen will, ne? Jeanette will noch ein Engelchen als Dekor. Ich werde es versuchen, Jeanette. Ich will auch noch mehr so Baum und ihr habt euch so viele Sachen gewünscht. Ich habe ganz viel notiert. Ich habe auch gestern Abend habe ich nochmal durchgezählt, eure Nummern, die ihr letzte Woche in den Stream gehauen habt. Die 3, die ihr euch am meisten gewünscht habt, werde ich auf jeden Fall alle umsetzen. Aber ihr seht, da geht noch so viel mehr. Und ich versuche jetzt nebenher noch so ein paar Dekore fertig zu machen. Aber jetzt bei den Kugeln selbst nicht noch eine Riesenbaustelle aufzumachen. Ich will euch nämlich noch was anderes zeigen. Ich habe, Achtung, noch absoluter Prototyp, aus der Kugel eine Art Laterne gemacht. Die Laterne ist noch absolut roh, da müssen natürlich auch noch schöne Seiten reingemacht werden. Was mich daran reizt, ist, dass ich hier gerade Flächen habe, wo ich weniger gebunden bin, was die Gestaltung der Seiten angeht. Was ich mir da aber noch überlegen muss, ist, da muss irgendwie noch ein Türchen rein. Das ganze Ding ist wirklich nur gesteckt. Da ist überhaupt gar nichts nichts angeklebt oder so. Und da ist noch die Frage, wie realisiere ich das mit der Tür. Achtung, das ist die Mini-Version. Ich dachte dann, da geht noch mehr. Ja, zack. Das hier ist die größere Version, die gleich noch um eine weitere Etage auch gewachsen ist. Sorry, es ist jetzt noch komplett weiß. So sehen meine Prototypen in der Regel aus. Ich probiere wirklich erstmal die Formen durch, ob der Zusammenbau funktioniert. Und ob sie stabil sind, Falltest im Live-Betrieb. Ihr seht, das macht der Laterne gar nichts. Die kann auch abstürzen. Ja, Bianca sagt gerade, sie dachte an einen antiken Vogelkäfig. Wahrscheinlich eher hier. Ja, könnte man auch daraus machen.
Gefällt mir persönlich auch total gut. Und wer die Kugel zusammenbauen kann, der wird sich auch mit der Laterne relativ leicht tun, weil ich habe natürlich das Zusammenbaukonzept, das ich mir hier zusammengefriemelt habe, hierauf übertragen. Ich habe das hier schon ein bisschen erweitert, weil man hier trotzdem den komplett geschlossenen Boden hat. Das hat auch nochmal Zusatzherausforderungen gemacht, aber das ist so das Nächste, wo ich dann auch gern noch dran gehen würde, ist die Laterne, weil sich die Laterne ja auch ein bisschen jahreszeitlich noch anders gestalten lässt. Ich finde, die Kugel hat jetzt wirklich erstmal Christbaumkugel, einfach auch wegen der Jahreszeit, die ansteht. Ne? Bei der Kugel sind wir jetzt im Moment halt sehr, sehr weihnachtlich unterwegs. Das war die nächste Frage, die ich euch noch stellen wollte. Ist vielleicht sogar zu kurzfristig, aber ich frage euch trotzdem. Die hier mit dem Aufhänger, ich finde, die sehen sehr nach Christbaumkugel aus. Aber, Achtung, jetzt kommt das Aber, bei der Lichterkette habe ich ja diesen Aufhänger oben wegrationalisiert. Und ich finde eben bei der Lichterkette fällt dieser total weihnachtliche Aspekt so ein bisschen weg. Lichterkette hat man natürlich trotzdem eigentlich eher auch so in der Zeit, wo es was zu beleuchten gibt. Aber ich habe bei der Lichterkette ganz kurz drüber nachgedacht, weil es jetzt noch gar nichts für den Herbst gab, ob nicht auch irgendwie 2 schnelle, minimalistische Motive, ein Blatt und ein Pilz oder irgendwie sowas Kleines noch für den Herbst ganz schön wären. Oder Herzchen. Herzchen gehen bei mir immer. Also irgendwas, was halt so ganz jahrestauglich ist, wäre vielleicht auch noch eine Variante. Ja, Tina sagt gerade, ne, die Lichterkette ist halt eigentlich ganz jahrestauglich. Genau. Also das wäre noch so ein bisschen das, wo es mich auch umtreibt, wo ich sage, ich will jetzt nicht nur Weihnachten machen, weil ich bin eigentlich auch noch im Herbst irgendwie angekommen und es gibt noch kein neues Herbstprojekt. Das heißt, irgendwie juckt es mich in den Fingern, auch herbstmäßig was zu machen. Und ich grübel schon die ganze Zeit, abgesehen vom Herbst, immer noch, was die Kugeln angeht, wegen einem Kugelständer. Ich zeige euch mal den allerersten Entwurf. Lacht mich nicht aus, es ist nur der allererste Entwurf. Er ist noch ganz frisch. Ja, hier, Achtung. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Die Kugel, in der Kugel ist es. Kugel ist da quasi, der Name ist Programm. Ja, die Kugel in der Kugel. Auch da wieder nicht wundern, dass es weiß ist und nicht wundern, dass es hier noch so ein bisschen nachgibt. Das ist alles noch der allererste Prototyp. Ist aber aktuell auch nur gesteckt. Ich bin damit aber noch nicht ganz final spruchreif. Ich fand die Idee eigentlich erstmal gar nicht so schlecht. Aber ich muss es nochmal auf mich wirken lassen. Vielleicht will ich auch was ein bisschen flacher ist. Weil hier ist halt einfach ein bisschen das Thema, dass es dann sehr groß wird. Ne? Das hat dann einen Durchmesser von 20 cm. Ist jetzt aber auch die große Kugel, die da innen drin ist. Also mal sehen, da muss ich noch mal dran. Aber das ist so das allererste, was heute rauskam. Und ihr seht es, ich spinne die Projekte dann gerne weiter, weil was hier unten an Bodenaufbau drin steckt, der das unten stabilisiert, da stecken wieder die Grundüberlegungen drin, die ich hier für diese Laterne entwickelt habe. Also, ja, ist völlig okay, wenn man auch sagt, hier, das hier ist nicht so mein Fall. Es ist noch sehr schlicht. Und bei einem Kugelständer würde ich wiederum auch denken, wäre die andere Geschichte. Ich mag noch eine flachere Version, aber ich persönlich fand das eigentlich auch gar nicht. Das hier? Wofür ist. Was? Nur mit einem Bogen, sagt die Tina, wird sie schön finden. Genau, Tina. Das wäre noch die Alternative, wo ich auch sage, was Flacheres, ne? Was nicht tiefer ist als die Kugel selbst, damit man nicht noch einen zusätzlichen Platz wegnimmt. Hier geht es darum, dass man das so hinstellen kann, ne? Dass die irgendwo auch hängen kann. Okay. Also ihr habt den allerersten Prototyp gesehen. Ich bin damit selbst noch nicht ganz einverstanden, zumal auch hier das Papier noch zu weich ist. Bräuchte man dann wieder mehrlagig, vielleicht auch wirklich ohne diese Streben in alle Richtungen, sondern wirklich nur mit einem Bogen. Bei dem einen Bogen ist die Herausforderung dann aber die, dass er steht. Aber da habe ich schon eine Idee, das will ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. So, das war's erstmal mit Plotter-Projekten, zumindest für heute. Ihr habt das Work in Progress mäßig gesehen. Aber grundsätzlich was Rundes als Aufhängung für die Kugel wäre gar nicht schlecht, oder? Für die sagen, ihnen ist das jetzt die Kugel in der Kugel, ist ihnen nix. Wie wäre es denn trotzdem grundidee technisch mit sowas komplett Rundem? Weil wenn man sonst halt sucht, genau, dann haben die auch oft nur so einen Halbbogen. Der Halbbogen ist aber noch viel schwieriger stabil zu bekommen als der komplette Bogen. Aber ich probiere mal das aus, was ich dazu noch im Kopf habe. Ich habe nämlich schon eine Idee, was dieses Stabilitätsthema angeht, abgesehen von mehreren Lagen. Das liegt auf der Hand. Zeige ich euch, wenn es da wieder was zu sehen gibt. Dürft ihr gerne auch die Storys verfolgen. Ich
Habe diese Woche auch schon gedacht, als die Kugeln frisch fertig waren. Eigentlich hätte ich am liebsten gleich ein Live-Video gemacht, als die Kugeln frisch fertig waren. Das ist aber gerade so, ne, was ich euch da jetzt am Anfang gezeigt habe, ist gerade so am Freitag fertig geworden. Und wir waren Freitag einfach zum Abendessen verabredet. Das heißt, es mit dem Stream hätte an dem Tag nicht funktioniert. Obwohl ich das eigentlich gerne gleich gemacht hätte. Okay, ich zeige euch jetzt für die Laserinteressierten noch, wie weit ich mit dem Laserprojekt bin. Da bin ich nicht so weit gekommen diese Woche, weil ich mit den Kugeln beschäftigt war, aber ich habe ein Ergebnis zu zeigen. Deshalb dachte ich, zeige es trotzdem kurz. Und wollte auch nochmal nachfragen, sozusagen, wer überhaupt Laser interessiert ist. Petra schreibt noch, gibt's was Neues an der Trefffront? Ja, Petra, es gibt Neues an der Trefffront. Dazu gibt's ja wahrscheinlich morgen eine E-Mail. Da kam nämlich jetzt auch nochmal eine Antwort vom Hotel. Okay, Achtung. Einmal umschalten. Einmal alle Kugeln zur Seite kugeln. Noch weiter. Ich sage euch, hier sitzt aus, bis ich ihn alle wieder aufgeräumt habe. Und zwar seid ihr quasi live dabei beim einmal Klammern runter machen. Ich habe hier im Moment ja den Mr. Beam zum Ausprobieren. Und ich habe Schande über mich diese Woche eigentlich echt nichts gelasert, weil ich einfach nicht dazugekommen bin. Aber ich habe endlich mein anderes gelasertes Projekt zusammengeklebt, das ich euch letzte Woche gezeigt habe. Und zwar habe ich den Stern, den ihr vermutlich vom Papierprojekt noch kennt, einmal lasertauglich gemacht und habe hier zwischendrin diese kleinen Halterchen zusätzlich direkt schon hinkonzipiert quasi und habe mir die auch mit ausgelasert. Und das hier ist eigentlich echt ganz nice, weil man halt also Holz ist halt einfach so viel fester als Papier und man kann dann da die Lichterkette dran wickeln. Denkt nicht, dass das deshalb innerhalb von 5 Minuten eingebaut ist hier. Es ist trotzdem noch viel Arbeit. Aber ich mag das Resultat sehr. Ich mache euch einmal die Lämpchen an. Und wir machen es wie vorhin. Ich mache mal hier ein bisschen die Zusatzbeleuchtung aus. Wartet. So. So. Ne? Und dann könnt ihr das hier einfach auch nochmal sehen. So schaut der Stern im Moment aus. Was mir hier noch fehlt, für die sich wundern, warum hängt hier noch Lichterkette oben raus, das muss ich noch nachlegen. Ich habe hier bewusst die Drahtlichterkette ein bisschen länger gelassen, weil ich das Ganze gerne an dem Batteriefach aufhängen will. Das heißt, ich will mir noch was überlegen, wo ich das Batteriefach drin verstauen kann, irgendwie mit einem Haken, damit man es oben hinhängen kann. Also auch ein Holzstern wahrscheinlich, wo das Batteriefach drin verschwindet. Und ich werde mir für hier, wo diese 2 freien LEDs hängen, auch einfach noch kleine Sterne lasern, die ich einmal hier drüber setze, die dann quasi auch hier von den LEDs einzeln beleuchtet werden. So ist da der Schlachtplan. Ich bin einfach noch nicht fertig damit. Ich dachte einfach, ich zeige es euch trotzdem mal, weil es mein allererstes gelasertes Projekt ist. Mit Beleuchtung. Ich habe natürlich schon andere Sachen gelasert, aber ich habe bisher meine Laserprojekte nicht beleuchtet. Und ich habe noch was, aber das ist auch noch völlig unausgereift und noch nicht mal fertig zusammengeklebt. Das hier. Ich mag es total. Hier oben seht ihr die Zusammenbauart. Macht es nicht nach, ich bin damit noch nicht zufrieden. Der Zusammenbau hat ewig gedauert. Das würde ich im Konzept jetzt auch anders machen. Gleiches Spiel, ihr merkt, dass ich stecke da genauso viele Gedanken rein wie bei meinen Plotter-Projekten. Warum auch nicht? Laser ist auch nichts anderes, nur dass es halt irgendwie nochmal anderes Material verarbeiten kann. Aber hier ist die Idee quasi Windlicht. Ne? Einfach Deko fürs Windlicht. Da käme eine Glasvase einmal hier innen rein. Für die habe ich das auch genau passend gemacht. Und dieses Muster hier oben würde bei mir tatsächlich noch verschwinden. Das heißt, da würde ich einfach noch was draufkleben. So. Ne? Ist alles noch nicht irgendwie ganz so weit. Ich spiele mit dem Laser aktuell nur, wenn ich gerade mal Zeit habe und habe jetzt am Wochenende ganz viel an den Kugeln gearbeitet und nicht mit dem Laser gespielt. Aber ich dachte, ich habe auch gerade in der Insta-Story mal abgefragt und dachte deshalb, ich frage hier auch mal, für wen das Thema Laser überhaupt interessant ist. Würde mich total interessieren. Wer grundsätzlich sagt, Laser klingt interessant, haut es gerne mal in die Kommentare, weil ich im Moment noch darüber nachdenke, ob es eben solche Laserprojekte von mir auch geben wird oder nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Nachfrage da auch einfach da ist. Ich habe zwischendurch noch eine Frage gelesen zur Curio 2. Ob die schon da ist? Nein, die ist noch nicht da. Ich habe eine Curio 2 bei Hobbyplotter bestellt. Ist schon ein Weilchen her. Aber ich denke tatsächlich, wird vielleicht auch noch einen kleinen Moment dauern. Ich hoffe nicht mehr allzu lange. Aber in meiner Vorstellung, auch wenn da damals stand, Lager grün und voraussichtlich Lieferung in einer Woche, die eine Woche ist rum,
wird es vielleicht noch einen Tacken dauern, bis die Choreo dann wirklich auch da ist. Ich sag euch auf jeden Fall sofort Bescheid, sobald die Choreo 2 da ist. Ich habe sehr viel Bock darauf, das auszuprobieren. Gerade Schneiden ohne Matte ist spannend. Ja, ich weiß. Laser ist halt echt so ein Thema, ne? Es gibt, ich habe ja im Moment den Mr. Beam, es gibt natürlich auch andere Geräte. Auch da juckt es mich in den Fingern, es mal auszuprobieren, einfach so ein Ding mal in die Finger zu kriegen und mal zu gucken, wie man damit so arbeiten kann, vor allem im Vergleich zu Mr. Beam. Die Anfangsinvestition ist halt einfach sehr viel höher. Aber ich weiß, der ein oder andere liebäugelt damit und ich weiß, der ein oder andere hat auch schon ein Gerät. Mal sehen. Es juckt mich in den Fingern, weil man schon coole Sachen damit machen kann und weil ich einfach Sachen damit machen kann, die halt mit nur Papier nicht funktionieren. Also, aber ich frage euch, ihr seid meine Zielgruppe. Insofern ist für mich ganz spannend, wie spannend es für euch ist. ja, das gleich direkt an die Personen, die es betrifft. Okay, meine Lieben. Ich würde sagen, das war's wieder für heute. Ihr habt jede Menge ungelegte Eier wieder gesehen. Ihr könnt mir ganz kurz noch helfen zu priorisieren, was soll ich zuerst fertig machen? Zuerst wahrscheinlich weitere Dekore für die Kugeln, oder? Das könnt ihr mal noch reinhauen. Also wir haben heute angeguckt, weitere Kugeldekore für die Mini-Kugel oder für die großen Kugeln. Das wäre für mich ganz interessant. Was haben wir noch angeguckt? Ja, eigentlich vor allem Dekore. Kugelständer muss ich auf jeden Fall noch mal dran. Und die Laternen. Ich habe auch echt Bock eigentlich auf die Laternen. Aber das ist halt schon wieder ein komplettes weiteres Projekt. Ja, Krippen- und Winterlandschaft. Ja, haut ruhig noch mal raus. Bianca fragt, kann man mit dem auch Metall lasern? Bianca nicht durchschneiden, aber es gibt so Möglichkeiten, wo man ein Spray benutzen kann, um das zu gravieren, so mehr oder minder. Mehr oder minder, ja. Ja, Sonja sagt ja, Laternen. Haut einfach auch nachher gerne nochmal hier in die Kommentare rein. Ich würde sagen, ich mache den Stream jetzt zu. Ich sage euch ganz herzlich Danke fürs Mitgucken. Danke für eure Rückmeldung. Mir macht es immer Spaß und mir gibt es vor allem dann auch wieder Motivation, mit den Sachen weiterzumachen. Ja, Petra sagt nochmal Vogelhäuschen. Ja, Petra, ich habe es nicht vergessen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Livestream wieder. Sorry, ich übe immer noch nicht so verpeilt zu sein. Für die, bevor ihr geht, für die, die noch da sind und es noch nicht gemacht haben, lasst doch mal ein Gefällt mir hier am Video. Sorry, es muss sein, das ist der typische YouTuber, der da eintrainiert werden muss bei mir. Da habe ich immer noch mal schön den Reminder, weil das so schade ist, wenn man nachher ausschaltet und feststellt, dass irgendwie nur 10 Gefällt mir am Video sind. Das ist dann nach einer Stunde 10 dann immer ein bisschen schade, obwohl es Quatsch ist, die Gefällt mir zu zählen. Aber ihr wisst ja, dadurch erreicht man auch wieder andere und so fort. Ist die Zeit für euch gut? Sonntag 20 Uhr? Weil ich halt überlege, wie wir es machen, wann wir uns nächste Woche sehen. Das ist so ein bisschen die Frage. Tatsächlich ziehe ich persönlich eigentlich den Freitag vor, dann könnte ich mit euch ins Wochenende starten und kann auch eben frisch zeigen, was in den Shop gewandert ist. Aber wir sind, das ist bei euch wahrscheinlich auch so, wenn man irgendwie mit Freunden verabredet ist, dann halt meistens am Freitag, weil das dann eben so das Wochenende eröffnet. Das heißt, der Freitag ist dann eher der Tag, wo es dann wahrscheinlich halt auch mal nicht passt. Wir gucken. Ich schreibe euch sonst nochmal. Freitag oder Sonntag, darauf wird es wieder irgendwie rauslaufen. Ja, perfekt. Hier. Dekore, Laternen, Zeit und Sonntag passt. Hervorragend. Danke. Alle Fragen auf einmal beantwortet. Sehr gut. Okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch morgen einen wunderbaren Start in die Woche. Drückt mir gut die Daumen, dass ich hier mit den Projekten gut durchkomme. Ich habe noch so viele Ideen. Und der Tag hat einfach zu wenig Stunden. Ich klemme mich dahinter und wünsche euch einen guten Wochenstart und freue mich, wenn wir uns hoffentlich nächste Woche im Stream wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben!